Hallo und herzlich willkommen. Marmelade kochen ist in und es gibt heutzutage viele Menschen, die jetzt neu damit anfangen und keine Ahnung haben, wie das geht. Eine der ersten Fragen, auf die sie stoßen, ist: Was zum Himmel ist Gelierzucker 1:1, 2:1 und 3:1? Und was das ist, das werde ich in diesem Video erklären. Fangen wir als erstes damit an, zu erklären, was der Unterschied zwischen normalem Zucker und Gelierzucker ist. Normaler Zucker ist weiß. Bei Gelierzucker ist Pektin beigemischt und deshalb ist dieser Zucker gelb. Bei dem Gelierzucker wurde das Pektin, was ihr hier seht, das ist ziemliches Pulver, das ist also sehr, sehr weich. Das wurde hier so verarbeitet, dass es um den Zuckerkorn gelegt wurde oder dass es sich um den Zuckerkorn legt und sich somit in der Marmelade optimal verteilt. Das verursacht, dass eine Marmelade schneller und leichter dick wird, weil das ist das, was wir wollen, um sie streichfähig zu kriegen. Bei den Gelierzuckerarten 1:1, 2:1 und 3:1 kommt es auf das Mischungsverhältnis an. Das heißt, wie viel Früchte haben wir auf wie viel Zucker. Bei 1:1 sind es 1 Kilogramm Zucker auf 1 Kilogramm Früchte. Diese Marmelade wird sehr süß, ist aber in sich selbst haltbar, weil der Zuckergehalt so hoch ist, dass sich die Mikroorganismen nicht vermehren können. Heißt, süß, aber haltbar, auch außerhalb des Kühlschranks meistens. Die Inhaltsstoffe sind Zucker, Säurungsmittel Zitronensäure, Geliermittel Pektin, gehärtetes Sonnenblumenöl. Wie wir sehen, keine verwerflichen Zutaten und das Sonnenblumenöl ist rein dazu da, dass diese Marmelade nicht so doll schäumt. Kommen wir zu 2:1. Da haben sie sich das sehr einfach gemacht, denn wir haben einfach die Hälfte am Zucker. Wir haben 500 Gramm Zucker auf 1 Kilogramm Früchte, also 2:1. Da ist es mit der Haltbarkeit nicht mehr so dolle und die Hersteller haben damals, als sie den Zucker entwickelt haben, diesen Gelierzucker entwickelt haben, daran gedacht, dass sie den Marmeladenkochern es einfacher machen wollen und zusehen wollen, dass sie gute Resultate erzielen, und zwar in jedem Falle, auch wenn mal die Früchte vielleicht nicht so ganz einwandfrei sind. Und deshalb sind die Zutaten folgende: Zucker, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Zitronensäure, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, gehärtetes Sonnenblumenöl. Wir haben also wieder das Sonnenblumenöl, was völlig in Ordnung ist, aber wir haben Kaliumsorbat drin. Das dient dazu, dem weniger Zucker entgegenzuwirken, sodass auch diese Marmelade einigermaßen haltbar ist. Erfahrung zeigt, dass das bei 2:1 gar nicht so notwendig ist. Durch die Erhitzung der Marmelade bin ich der Meinung, könnte man den Konservierungsstoff auch weglassen, aber da gibt es inzwischen auch Bio-Geliermittel 2:1, wo die Konservierungsstoffe nicht da sind, und wie man dann feststellen wird, wird auch diese Marmelade nicht allzu schnell schlecht. Sie muss allerdings nach dem Öffnen immer in den Kühlschrank. Kommen wir zu 3:1. So, da muss ich etwas umdisponieren, denn wir haben wieder 500 Gramm Zucker und 1,5 Kilo Früchte. Das ist natürlich sehr fruchthaltig. Wir haben 3 Teile Früchte auf 1 Teil Zucker. Die Inhaltsstoffe sind auch hier: Zucker, Geliermittel Pektin, Säurungsmittel Zitronensäure, Konservierungsmittel Kaliumsorbat und gehärtetes Pflanzenblumenöl. Sonnenblumenöl natürlich, nicht Pflanzenblumenöl, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir auch hier wieder Konservierungsstoff drin, den wir in diesem Falle tatsächlich auch brauchen, denn hier ist es so, dass der Zucker kaum noch für Haltbarkeit sorgt. Deswegen haben sie Konservierungsmittel mit reingetan. Kann man sich darum streiten, ob man das will oder nicht. Aber das wird auf jeden Fall eine sehr fruchtige Angelegenheit, das Ganze, und wird eben trotzdem streichfähig. Würde man das ohne Pektin machen, wird die Marmelade nicht gelingen, weil das Pektin der Früchte in keinem Fall reichen würde. Also wer es zuckerreduziert mag, der fährt hiermit auch nicht schlecht. Die Lieblingsmischung aller Marmeladenkocher ist tatsächlich derzeit 2:1, weil das
Säureverhältnis zum Zuckerverhältnis und Fruchtverhältnis eigentlich super ausgewogen ist. Aber jedes hat so seine Liebhaber. Das heißt also mit anderen Worten, alle Gelierzucker haben ihre Daseinsberechtigung. Man muss einfach austesten, welche man am liebsten mag. Also dieses hier ist jetzt mein erstes Erklärungsvideo gewesen und einige Leute wissen das, einige nicht. Ich bin ja eine Einkochexpertin. Das heißt, wenn ihr Fragen in Bezug aufs Einkochen habt oder bestimmte Dinge erklärt haben möchtet, könnt ihr gerne in den Kommentaren Themen aufgreifen und mal fragen, ob ich darüber nicht was machen kann. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und abonniert meinen Kanal, darüber freue ich mich natürlich auch.